Danke. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen für diesen tröstlichen Applaus. Dietmar Dahmen, nach Ihnen wird es schwer werden. Meine Frau hat zu Hause schon gesagt, was nach dem kommst du, da hast du aber die Arschkarte gezogen. Ich versuche jetzt mit der Methodik des Dilettanten, weil ich bin mir diese Bühnen als Akteur nicht so gewohnt, mich da irgendwie noch durchzuwurzeln. Aber Dankeschön, ein wunderschönes Thema, das Hotel als Bühne, die Kunst der Inszenierung. Wer könnte das nicht bringen, wenn der österreichische Hoteliersverband selbstredend für die Wachheit und ja, die Präsenz dieser Zunft hier in Österreich. Und ich habe, wie bereits erwähnt, gerade einen nachgedoppelt, die Hotellerie, die erweiterte Form der schönen Künste, und möchte das jetzt in einem kleinen Ausflug, in einer Art Rückbesinnung, es wird wieder ein bisschen ruhiger werden hier oben, ein wenig ausführen. Ich bin selber, wie bereits erwähnt, aus der schönen Stadt Luzern an den Gestaden des Vierwaldstättersees. Gut 200 Jahre Tourismusgeschichte, aber ich muss Ihnen sagen, bei uns grassiert auch das Stichwort, wer nichts wird, wird, wird. Also die Begeisterung für den Tourismus, den habe ich nicht mit der Muttermilch und von zu Hause her mitbekommen. Diese wunderschönen Häuser, die Sie da sehen, ja, es sind heiße Kartoffeln, die immer mal wieder weitergegeben werden. Sie gehen durch Immobilienfonds von Schweizer Großbanken in die Hände von russischen Oligarchen, chinesischen Multimillionären oder deutschen Immobilien- und Finanzspekulanten. Unsereiners, wir treffen uns eigentlich selten in diesen Häusern, sondern sehen sie mehr als Kulisse und als Zaungäste. Ganz was anderes, als ich Österreich kennenlernen durfte, das Tirol. Da habe ich auch die Begeisterung und die Leidenschaft für den Tourismus kennengelernt, und in diesem Sinne darf ich da schon seit Jahrzehnten auch mitarbeiten an diesem Tourismus. Und was dabei rauskommt, wenn man mit der DNA der Zentralschweiz in der sehr wohl ein wenig rustikalen Realität des Tirols unterwegs sind, das sind dann solche Geschichten wie hier. Aber ich möchte zurückkommen auf die Hotellerie, auf die Inszenierung und auf die schönen Künste und möchte ein bisschen was erzählen, was es auf sich hat mit diesen Begriffen oder was es für die Hotellerie schlussendlich auch bedeuten könnte, bedeutet hatte und in Zukunft vielleicht auch auswirken wird. Die schönen Künste, meine Damen und Herren, ein geflügeltes Wort. Und wir haben es heute bereits gesehen, der Stein des Anstoßes, nein, der ist nicht jetzt erst in diesen Jahren da, wo man über Inszenierung und Kunst nachdenkt, sondern das ist Botswana. Botswana oder aber neben Afrika, die Herkunft, die Wiege des Homo sapiens oder des Homo ludens, wie wir es bereits auch schon gehört haben heute. Dieser Stein, ein Relikt mit rund 70.000 Jahren auf dem Buckel, das erste Kunstwerk, bekannte Kunstwerk der Menschheit per se, eine Ölkreidezeichnung, ein Fragment dieser Zeichnung. Was sagt uns dieser Stein? Der Mensch, der Homo sapiens, der hat sehr früh angefangen zu malen, zu zeichnen und sich sprachlich zu artikulieren. Diese Zeichnungen und diese sprachliche Artikulationen, die waren wichtig und die waren eigentlich auch der Ausgangspunkt für Mythen und Legendenbildungen. Und nur dank diesen Mythen und Legendenbildungen konnten weitaus komplexere soziale, aber auch wirtschaftliche Systeme entstehen. 35.000 Jahre später dann die Höhlen von Lascaux, die Zeichnungen schon wesentlich vielfältiger und komplexer, und dann dauert es nochmals 20.000 Jahre, bis überhaupt mit der Domestizierung die Landwirtschaft Fuß fasste in der Lebenswelt des Homo sapiens. Die Landwirtschaft, wir haben es gestern gehört, ganz nah auch
bei der Gastwirtschaft, die dann aber erst irgendwann in ihrer modernen Form vor 300 oder 200 Jahren Realität wurden. Aber in diesem Sinne Mythen- und Legendenbildung als grundlegender Akt und aber auch erster Konjunktiv der Menschheitsgeschichte. Was meint Konjunktiv? Die Möglichkeit, Form. Also der Mensch, der hat nicht über das geredet, was er sah und was da ist, sondern er hat sehr früh angefangen, über das nachzudenken, was sein könnten. Die Utopien, die hat er sehr früh gesponnen und Utopie, da steht in diesem Sinne auch für Kunst schaffen. Kunst schaffen, das ist die Basis, um Utopien zu entwickeln und die Utopie wiederum, das ist schlussendlich auch irgendwo die Kernleistung unserer Zunft des Tourismus und der Hotellerie. Die 5 schönen Künste, man sehen sie hier in dieser klassizistischen Darstellung des Malers Pompeo Giuliano Pattoni. Wir sehen in der Mitte die Malerei. Sie neigt sich da oder guckt hoch zur Dichtung, zur Poesie, also das Framing, wie wir heute gesehen haben. Dann im Vordergrund die Skulpturen, im Hintergrund die Architektur. Über die Architektur werden wir morgen noch was hören und die Musik. Die 5 schönen Künste und wo und wie lässt sich jetzt die Hotellerie hier einreihen. Ich denke, die Hotellerie per se, auch das haben wir heute gesehen, ist eine darstellende Kunst. Die Hotelstruktur, das ist eine Bühnenstruktur, die dazu da ist, ein Werk oder eine Sache, ein Sachverhalt darzustellen. Diese Darstellungen, diese Aufführungen, die sind vergänglich, die sind flüchtig, die sind im Moment und werden immer wieder aufs Neue aufgeführt. Aus diesem Ausflug über die schönen Künste und die darstellende Kunst, ja, da kommen wir jetzt wirklich zur Inszenierung. Skene auf Griechisch, die Szene, das sind die Bretter, die die Welt bedeuten, die einem im besten Fall nicht nur Ruhm und Ehre erschließen, sondern mitunter eben auch eine mannigfaltige Möglichkeit von Welten, von Utopien, welche sich ausdenken lassen. Ein Prototyp dieser Bühne aus der Antike, dieses Forum von Epidaurus. Es ist diese Plattform, wo Realität neu debattiert, neu verhandelt wird, neu entworfen wird. Und es ist in diesem Sinne ja irgendwo ein grundlegendes Element, das für das szenische Leben eben auch da ist. Das szenische Leben aber auch in Form des szenischen Erlebens. Und das szenische Erleben, das, denke ich, ist das Grundmotiv des modernen Tourismus per se. Und wie das vonstatten gegangen ist, erzähle ich sehr gerne an der Geschichte, als Hänschen und Hänschen auszogen, um die Welt zu entdecken. Hänschen 1, das sehen wir hier, der Johann Wolfgang von Goethe, per se einer der ersten Couchsurfer, wie er sich da räkelt. Hänschen 2, den sieht man nicht, weil der steht hinter der Staffelei. Das war Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Er war ein Landschaftsmaler und war in diesem Sinne für die Instagrammability zuständig, die das Reisen per se dort schon bedurfte. Ja, diese beiden Kollegen waren unterwegs in der römischen Kampagne und von Hotels und Hotelübernachtungen weit und breit noch keine Spur. Man ist privat untergekommen über persönliche Vermittlungen bei irgendwelchen Schlummermüttern und hat dann diese Erlebnisse auch gepostet in Form von Tagebuchaufzeichnungen. Seinerzeit sind solche Reiseberichterstattungen durchaus noch Teil der klassischen Literatur geworden. Ein weiteres Bild, rund 40 Jahre später, der Wanderer über dem Nebelmeer, ein Mensch, der auf einen Berggipfel steigt, um ein neues Gefühl zu erfahren. Erhabenheit war der groß angesagte Werbebegriff der Romantik. Und was man hier sehr schön sieht, erstens die Landschaft, es ist bereits Inszenierung
ohne dass unsereiners irgendwo was dazu beiträgt. Für Inszenierung brauchen Sie keinen Regisseur, für Inszenierung brauchen Sie keinen Eingriff, sondern die brauchen das richtige oder entsprechende Erlebnismotiv des Rezipienten, eben dieses Kollegen, der sich das zu Gemüte führen wird. In diesem Sinne der Wanderer hier im Elbsandsteingebirge, und was man auch noch sieht hier, von Hotel weiterhin weit und breit keine Spur. Ja, wo ist sie geblieben, die Hotellerie? Wo fängt sie an? Wo können wir irgendwo ihre Genese und ihren Herkunft festmachen? Sprachlich könnte man da auf Neudeutsch mal hineingucken in den Begriff Hospitality, Gastfreundschaft in Englisch. Das kommt von Hospes, der Beherbergungsgeber, der Gastgeber, auch der Fremde. Und im Rahmen dieser Hospitality, da gab es ja bereits Hospize vor 1000 Jahren, vor 1500 Jahren, und so sahen die aus. Hospize als Ursprung der Hotellerie, das waren Leprosenhäuser, Seuchenhäuser, Pesthäuser, Siechenhäuser, und da gab es sehr wohl Wärme und es gab Ruhe und es gab ein wenig Nahrung, aber ich glaube, mit der modernen Hotellerie hatte das noch nicht sehr viel im Hut. Und eigentlich ging es hier auch noch gar nicht explizit um Gastfreundschaft, sondern Barmherzigkeit war der Kernwert, der hier geboten wurde. Nun, im Französischen dann L'Hôtel. L'Hôtel gab es auch in Frankreich schon seit Hunderten von Jahren, vor allem in Städten, und die sahen so aus, mit heutigen Hotels durchaus vergleichbar. Nur wenn Sie hier am Abend um 6 müde irgendwo in einer französischen Stadt anklopfen, dann wird Ihnen weder die Türe geöffnet, noch, geschweige denn ist hier irgendwie nur ein Bett vorhanden. Das waren Verwaltungssitze, ursprünglich des Adels in dem städtlichen Raum, und später dann nach der Revolution, ja, waren es bürgerliche Ratshäuser. Aber L'Hôtel in diesem Sinne, ja, ein Aspekt der Hotellerie, aber er ergibt uns noch nicht die ganze Wahrheit. Das Lustschloss führt uns da vielleicht schon weiter. Lustschloss als Freizeit, als Lust, als Vergnügensunterkunft des Adels. Die Inszenierung übrigens in den höfischen Traditionen und Kulturen des Adels permanent und elementar wichtig. Und das Lustschloss in diesem Sinne vielleicht auch ein bisschen als Impulsgeber der Hotellerie, weil hier war man vorübergehend untergebracht, aber natürlich nach wie vor bezahlt und integriert in einem adligen Wirtschaftssystem und noch nicht im Sinn eines modernen Gewerbebetriebs. Ja, die moderne Hotellerie schlussendlich, dazu braucht es einerseits neue architektonische Konzepte, es brauchte ganz strategisch eingesetzte Inszenierungseingriffe und schlussendlich auch neue Geschäftsmodelle. Wir haben sie auch bei uns in Luzern. Hier sehen wir das Hotel Palace, rund 130 Zimmer. Die werden im Moment gerade fit gemacht für einen neuen Lebenszyklus. Der Chinese lässt sich da nicht lumpen und steckt weitere 100 Millionen drin, um das Ding somit auch den zukünftigen Lifestyle zurechtzumachen. Die moderne Hotellerie soweit ist geboren, und ich denke, was man sagen kann, aufgrund auch der Inputs von heute früh und aufgrund dieser Herleitung, Real Hospitality is staged, oder die Inszenierung, sie ist der Nukleus in der modernen Hotellerie. Ohne Inszenierung gäbe es sowas gar nicht wie ein Hotelgewerbe. Die Hotellerie als Kunst nun, wie könnte man sowas methodisch nicht nur erklären, sondern auch betreiben? Wir haben uns da sowas wie eine Grundregel aufgestellt und versuchen die auch schon fast mantramäßig immer wieder uns selber zu internalisieren. Es sind einfache Schritte, aber grundlegende Aspekte, und auch da haben wir schon das eine oder andere dazu erfahren heute früh. Raum und Zeit, mit dem arbeiten wir alle, seien es Saisonalitäten, Gästeaufenthaltszeiten, seien es aber auch Raumstrukturen, Gartenstrukturen, mehr oder
weniger komplexer Natur. Sie sind gegeben seitens der Destination und sie ermöglichen Aktivitäten. Aktivitäten, die von Gästeseite her bereits gelernt sind und die von der Gastgeberseite her auch mit entsprechenden Services und Dienstleistungen begleitet wird. Diese Aktivitäten, die erschließen schlussendlich diese Werte, von denen wir heute so viel gehört haben. Ja, der Gast, der kommt nicht, um satt zu werden, der kommt nicht, um schlafen zu können endlich, sondern er will sich in einer Welt wiederfinden, die ganz spezifisch heutzutage nachhaltig ist, authentisch ist, die ihm vielleicht Erholung oder Erleuchtung, Erhellung, neue Entdeckungen verspricht und so weiter. Und diese Werte nun, die gilt es in Form von Geschichten und in Form von Themen, in Form eines Story-Settings zu vermitteln und zu differenzieren. Diese Themen und Geschichten, die sollen natürlich im besten Falle etwas mit der Destination zu tun haben, aber auch mit dem Gastwirten, mit dem Gastgebertum, mit seinem Selbstverständnis und seiner Kultur. Und diese Themen und Stories, die inszenieren und die erzählen wir immer und immer wieder eben in diesen Zeit- und Raumstrukturen, die schlussendlich für das Aufenthaltserlebnis auch relevant sind. Ein geschlossener Kreislauf, der sich unendlich wiederholt und in diesem Sinne ein einfaches Modell, die Methodik des Inszenierens im Tourismus zu verstehen. So etwas tut man nicht einmal oder so etwas tut man nicht, weil man dazu gezwungen wird, sondern das tut man immer, ob man will oder nicht. Die Frage ist nur, wie bewusst man es tun kann und wie gezielt und raffiniert man sich in diesen Methoden erhaltet. Ja, diese Methodik schlussendlich erfolgt auf der Basis von 5 grundlegenden Schritten, auf die ich hier auch noch ganz kurz eingehen darf. Als erstes das Leitbild. Bevor wir anfangen zu gestalten und zu erzählen und zu kreieren, glaube ich, ist es immer wieder an der Zeit, uns zu fragen, die Hotellerie, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum stehe ich am Morgen auf und mache diesen nächsten Tag? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Ich denke, gerade auch in schwierigen Zeiten und herausfordernden Zeiten können solche Leitbilder sehr energetisierend werden. Und ich darf da 2, 3 Beispiele vorstellen. Zum Beispiel das eine Beispiel von Herbert Berghoff, einem österreichischen Schauspiellehrer aus dem 20. Jahrhundert, der gesagt hat, wir machen diesen Beruf für die wenigen kleinen Momente, in denen wir das Gefühl haben, zu pflegen. Was für eine Aussage. Für Schauspieler natürlich. Die rackern sich ab und die tun sich weiß nicht was an für ein paar wenige glückliche Minuten oder Sekunden, wo sie das Gefühl haben, zaubern zu können. In der Hotellerie, in der Sharing Economy Hotellerie, Airbnb, die reden von das universelle menschliche Bedürfnis anzuzapfen, den Wunsch, sich willkommen zu fühlen, respektiert und wertgeschätzt zu fühlen, wer immer du bist, woher du auch immer kommst oder bist. Ein starkes Wort, denke ich, das die Funktion und auch der Geist von Airbnb wunderbar abbildet. Und in der klassischen Hotellerie, die zweiteuerste Hotelmarke Hilton, Our Vision oder unsere Vision ist die Erde mit dem Licht und der Wärme der Gastfreundschaft zu füllen. Und unsere Missionen sind erstens immer die erste Wahl unserer Gäste, unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Miteigentümer zu sein. Und dies mit den Werteschwerpunkten Gastfreundschaft. Wir sind leidenschaftlich daran, einzigartige Gästeerlebnisse zu bieten und wir sind integer, das heißt, wir tun zu jeder Zeit das richtige Ding. Ein Leitbild, das auch wunderbar
nicht nur eigentlich die Kraft dieser Gastfreundschaft, dieser gastfreundlichen Haltung abbildet, sondern das Geschäftsmodell von Hilton per se. In diesem Sinne lade ich auch Sie ein, fragen Sie sich in Ihrem Betrieb, was ist es, warum es Sie überhaupt noch gibt? Nicht die trivialen geschäftlichen Darstellungen, sondern was ist der geistige, was ist der motivseitige Nukleus Ihres täglichen Wirken und Ihres täglichen Tuns. Ja, zum zweiten Punkt. Wenn da der Charakter und eigentlich diese Sinngebung gefestigt ist, dann kann man immer mal wieder darüber gehen und schauen, stimmt die Geschichte noch? Passt der Stoff zu dem, was ich bin? Ist die Geschichte in diesem Sinne auch genug aktivierend? Kann sie emotionalisieren? Wirkt sie begeisternd oder in diesem Sinne eben auch bindend? Geschichte, das sind einerseits die Leitmotive, also Themen, Motive, seien das Sätze, seien das Bildmotive, seien das aber vielleicht auch musikalische Elemente, die periodisch in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder auftauchen und diese Werte irgendwo in die Empfänglichkeit und in den Erlebnisraum des Gastes bringen. Es sind die Symbole, die für spezifische Werte stehen und diese Werte halt auch symbolisch repräsentieren. Und es sind die Metapher, das Framing, wir haben es heute eingehend gelernt, das schlussendlich die Erzählung auch würzig macht. Das ist da, wo die Musik anfängt zu spielen, wo für spezifische Vorgänge oder Gegebenheiten halt stellvertretende, assoziativ erweiternde Geschichten und Begriffe gefunden werden. Das sind schlussendlich die Spannungsbögen, die Dramaturgie, die die Menschen packen und binden und in diesem Sinne auch faszinieren. Punkt 3, nun fängt es an, das Werk auf die Bühne zu bringen. Die Bühne, ich stehe da auf einer, die Bühne, man kennt sie aus dem klassischen Theater, eigentlich im klassischen Theater eine ganz einfache Sache, zweidimensional, das Publikum sitzt wie Sie in den Sitzreihen gefesselt und hat die Blicke gegen vorne gerichtet, der Zeitraum ist fix definiert, es gibt einen Anfang, es dauert 2 Stunden und dann ist Schluss und das Licht im Saal ist mehr oder weniger dunkel und die Bühne steht im Licht, wie im zentralen Prospekt hier auf der Bühne 2, 3, 4 Ebenen, da kann man mit den Kulissen hantieren, rein und rausschieben und so funktioniert das System. In der Hotellerie ist es wesentlich komplexer. Wir haben da die Scheiblauers, die Kotmühle im wunderbaren Mostviertel, eine Region und auch ein Betrieb, die es wunderbar verstanden haben, eben diese Sinnesgebung in eine Geschichte umzumünzen und die auch tagtäglich dem Gast zu erschließen. Aber diese Kotmühle, ja, man sieht hier, sie ist wesentlich komplexer. Sie bietet eine Mannigfaltigkeit von Bühnen. Das sind unzählige Bühnen im Innenraum, im Außenraum. Da gibt es Wege, Zufahrten, da gibt es unterschiedliche Kategorien von Formaten von Zimmern und Räumen. Und wenn man da genauer reinschaut, es sind auch nicht nur die auditiven und die visuellen Sinne, die angesprochen werden, sondern da wird der Mensch mit seiner ganzen Komplexität in diesem Sinne angetriggert, angesprochen und mit einbezogen. Und wenn man diese Komplexität mit eigentlich der einfachen Ausgangslage des Theaters oder der klassischen Darstellungskunst vergleicht, dann denke ich, wird es ersichtlich, ja, und wenn Kunst von Können kommt, dann ist die Hotellerie sicher eine vollwertige Kunstdisziplin. Nun, 4. die Rolle, die Bühnenpräsenz. Das Stück wird aufgeführt und dazu braucht es Menschen. Die Mitarbeiter sind gefragt. Hier ein Bild. Wir haben gestern
ein bisschen auch gerade vom Schweizer Kollegen wehklagen gehört, wie schwierig das ist in der Gastronomie, in der Hotellerie Mitarbeiter zu finden. Wir haben halt so schwere Arbeitsbedingungen, schwere, auch umständliche zeitliche Regime und mit der Bezahlung steht das auch nicht zum Besten. Diese Menschen, meine Damen und Herren, die haben soeben erfolgreich die Aufnahmeprüfung ans Max-Reinhardt-Seminar bestanden. Es sind 11 Bewerber und die haben sich gegen 440 Bewerber durchgesetzt. Sie sehen, wie die feiern, mit welchem Selbstbewusstsein die da stehen, obwohl sie stehen auf der Schwelle in eine unsichere Berufszukunft, wie man sie sich krasser gar nicht vorstellen könnte. Die Bezahlung ist grottenschlecht im Showbusiness und von geregelten Arbeitszeiten keine Spur. Aber das Showbusiness, es verspricht eben diesen Gestaltungsspielraum, es verspricht dieses Erschließen von Utopien und es bietet auch die Möglichkeit, dass sich ein Mensch mit seiner Person ganzheitlich und voll einbringen kann. Zum Vergleich, eine Hotelfachschule in Lienz, ich glaube inzwischen gibt es sie gar nicht mehr, weil sie mangels Interessenten die Türen geschlossen hat. Man sieht hier aber auch, ja, wie sich die Hotellerie darstellt und in diesem Sinne repräsentiert. Standards, es sind Regeln, die eingeübt werden, Routine steht im Vordergrund. Und in diesem Sinne, ja, sind es so fast manchmal auch sehr immer noch preußische oder napoleonische Organisationsstrukturen und Kulturen. Und wer weiß, vielleicht würde die Hotellerie gut daran tun, ihr Berufsbild ein bisschen neu zu definieren. Im Sinne eben auch des Dilettierens und des Dilettanten. Wie das zum Beispiel die 25 Hours Hotels machen, die nehmen die Menschen aus viel breiteren beruflichen Hintergrunds- und Schulungssparten in ihre Betriebe auf. Sie suchen sie dort geradezu und sie bieten eine ganz andere Qualität schlussendlich auch an mit Einbringen von eigener Personalität. Und ich bin sehr neugierig auf den Vortrag von Herrn Pfaff von den Accors Hotels morgen. Er wird uns sicher auch dazu etwas sagen können, warum man als große Hotelkette daran interessiert ist, so ein neuer Zugang zur Hotellerie zu akquirieren und in diesem Sinne sich einzuverleiben. Ja, und als Punkt 5 dann auch die Gegenprüfung. Wenn das Stück steht, die Mitarbeiter die Rollen füllen und die Party läuft, dann ist auch immer wieder die Frage, wie lässt sich das strategisch argumentieren? Das szenische und künstlerische Wirken gehören in diesem Sinne periodisch erörtert, eingeschätzt, getestet und schlussendlich auch geprüft und beurteilt und im Folgenden gefestigt und perfektioniert. Ein endloser Kreislauf, ein endloses Bemühen und schlussendlich auch immer wieder die Frage aufs Exempel, was bringt das dem Geschäft? Weil schlussendlich sind wir eine Wirtschaftsanlage, die mit Gästen und mit Mitarbeitern arbeitet. Wir bauen auf Erlebnisqualität, bringen diese Inszenierungen die Erlebnisqualität, erhöhen sie den Kommunikationswert unseres Angebotes, stehen sie und pushen sie den Differenzierungsgrad, bergen sie Differenzierungskraft genug, um mich von Mitbewerbern abzuheben und schaffen sie auch Identifikationswert, um nicht nur Gäste, sondern auch Mitarbeiter stärker an das eigene Haus zu binden. Und schlussendlich daraus resultierend, sind da genug Buchungsfrequenzen und gibt es da den erhofften Spielraum an der Preisdurchsetzung, um als erfolgreicher Hotelbetrieb reüssieren zu können und kann ich damit auch die Arbeitsplatzattraktivität entsprechend günstig beeinflussen. Wie Sie sehen, Inszenierung im Hotellerie oder die Kunst, die Hotellerie als Kunst,
in diesem Sinne ganz im Sinne des Geschäfts, Ihres Geschäfts und somit eigentlich auch hier bereits meine Conclusio und mein abschließender Wunsch, auf dass die Hotellerie dank ihrem selbstbewussten, wachen und aktiv gepflegten Kunstverständnis weitere Orte und Momente der Inspiration und der Begeisterung erschaffen möge. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf das Gespräch, das da noch kommt. Dankeschön.